Ist Realty Income jetzt kaufenswert und interessant für langfristig orientierte Anleger und Investoren? Ja, Realty Income, der Monthly Dividend Company, ist ein sehr beliebtes Unternehmen bei Investoren, die Wert auf regelmäßige und zuverlässige Einkommensströme legen. Man zahlt ja eben auch monatlich eine relativ hohe Dividende aus. Und in diesem Video möchten wir uns mal das Geschäftsmodell von Realty Income genauer anschauen und warum oder die Gründe für die Attraktivität der Dividendenaktie beleuchten. Ja, Realty Income wurde 1969 gegründet und ist seitdem wirklich stetig gewachsen. 1994 ist man dann in die Börse gegangen, an die New York Stock Exchange. Wir sind jetzt hier mal auf der Webseite von Realty Income selber. Die haben sich ja auch diesen The Monthly Dividend Company Namen tatsächlich rechtlich schützen lassen. Und das Geschäftsmodell von Realty Income basiert auf dem Erwerb und der Verwaltung von freistehenden Gewerbeimmobilien, also als bonitätsstarker Mieter auf langfristiger Basis, beziehungsweise werden da eben die ganzen Immobilien vermietet. Und jetzt im Moment, 2023, wurden da die letzten Zahlen rausgegeben. Da hat man über 12.000 Immobilien im eigenen Portfolio gehabt. Also zum Beispiel sowas wie Walgreens, 7-Eleven und FedEx. Und da schauen wir uns einfach jetzt mal so ein bisschen deren ja, Portfolio an. Die Top 10 Industries, die sehen wir jetzt hier. Dazu gehört sowas wie Grocery, also Einzelhandel, ganz normal, sowas wie Edeka und so weiter. Convenience Store, Dollar Stores, Home Improvement, also auch Lowe's und also Baumärkte, Home Depot. Dann auch Apotheken oder Restaurants, irgendwas mit Automobil, Gesundheit und Fitness, also wahrscheinlich irgendwelche Gyms. Dann nochmal Restaurants beim Fast Food und General Merchandise. Also man ist hier sehr, sehr viel im Retail-Bereich unterwegs. Sieht man hier auf jeden Fall. Hier mal eine Übersicht über die Top 20 Clients, die Realty Income hat. Da ist Dollar General mit 3,4%, Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, FedEx sieht man hier noch, die relativ bekannt ist, oder Sainsbury, CVS, auch ein wichtiger Partner hier, MGM mit dem Bellagio auch dabei, Walmart bzw. Sam's Club oder auch Tesco, Red Lobster, also sehr, sehr bekannte Tenants hier bei diesen Top 20 Clients auf jeden Fall dabei. Ja, 80% ist Retail, also wenn man die Property Type Diversification sich anschaut, also der absolut große Anteil ist auf jeden Fall hier dieser Retail-Einzelhandelbereich und der zweitgrößte Bereich tatsächlich ist Industrial, also man ist hier auch in diesem Industrial-Bereich wie Prologis oder Rexford tätig. Die wichtigste Region ist auf jeden Fall die USA, danach folgt United Kingdom mit 11,1% und hier ist halt nochmal aufgefächert, in welche einzelnen Bereiche bzw. Staaten man hier ist. Also Texas ist da der wichtigste Bereich in den USA. Die Vermieterrate, also die Occupancy Rate, die sagt praktisch aus, wie viel prozentual von allen Immobilien vermietet sind. Und die war historisch immer über ja, so 98, 97% und war zuletzt bei 98,60%. Also man hat hier fast immer alles, was man im Portfolio hat, vermietet. Also eine sehr, sehr geringe Leerstandsquote. Auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Hier sieht man mal diese geografische Diversifizierung von Realty Income. Wir sehen hier Alaska ganz stark in den USA verteilt. Man sieht auch immer, dass die hier ganz viele einzelne Properties haben. Hier Texas, der wichtigste, mit 1900 Immobilien, die man da im Portfolio hat. Dann sieht man auch hier, die sind in Europa tätig. Ja, United Kingdom, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, auch in Deutschland, aber nur mit 4 Einheiten, also eher weniger Immobilienbestand hier in Deutschland, aber immerhin 4 Stück, also man ist auch in Deutschland vertreten. Schauen wir mal weiter, hier sieht man dieses richtig starke Dividendenwachstum, das auch Realty Income hier vorweisen kann. 1994 hat man hier das erste Mal die Dividende angefangen zu bezahlen und mittlerweile beträgt die auch schon 3,15 $, also sehr, sehr starkes Dividendenwachstum hier. Man erhöht die auch quartärlich. Und wenn man hier mal diese REIT-Comparison anschaut, da sagen immer viele, ja, warum soll ich in so einen REIT investieren? Da hole ich mir lieber ein Tagesgeld.
Konto und kriege da meine 4% Zinsen oder was auch immer. Und hier sieht man mal 10-Jahr Treasury zum Beispiel im Vergleich, die ist ja bei 4,2%, also noch höher. Da hat Realty Income im Moment eine Dividende, die deutlich höher liegt, und zwar mit knapp über 6% aktuell. Also auf jeden Fall von der Warte aus sehr, sehr interessant mit diesem sehr, sehr hohen Yield. Schauen wir mal auf die letzten Quartalszahlen, damit wir mal sehen, wie so die aktuelle finanzielle Stabilität und so weiter aussieht bei Realty Income. Als erstes mal so ein Kommentar vom CNO. Also der ist sehr zufrieden mit den ersten Quartalszahlen, die relativ gut waren. Und er sagt hier, remain a highly selective capital allocator based on available product that meets our stringent long-term risk-adjusted return hurdles. Also sie sind weiter fokussiert auf die langfristigen Ziele, und während dem Quartal haben sie auch wieder relativ viel investiert, und ja, die Ergebnisse sind auf jeden Fall zufriedenstellend, als Fazit sozusagen zusammengefasst. Sie haben hier wieder diese 98,6% Vermietrate, also mit ganz wenig Leerstand berichtet. Sieht auch alles völlig okay aus. Wir haben im Moment eine Ausschüttungsquote von knapp 75% vom AFFO, und wir haben hier 15.485 Immobilien im Moment, also die ganz aktuelle, brandaktuelle Zahl, also knapp 15.500 Immobilien oder Properties, die man hier hat. Und man hat 1552 Kunden, die in 89 Geschäftsbereichen bzw. Industrien tätig ist. Und die durchschnittliche Dauer der Mietverträge beträgt fast 10 Jahre, also eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, die Immobilien hier noch vermietet sind. Also auch sehr, sehr schön. Ja, man hat hier zuletzt nochmal 550 Millionen Dollar aufgeholt oder beziehungsweise am Kapitalmarkt rangeholt durch den Verkauf seiner eigenen Aktie. Also man hat nochmal eigene Aktien rausgegeben, um damit nochmal Cash zu holen und die Liquidität zu erhöhen. Die Guidance, die wurde hier nochmal reaffirmed, also nochmal bestätigt für 2024. Zwar ist hier die Net Income per Share, da haben sie die Guidance ein bisschen erhöht, aber grundsätzlich ist hier alles, die wichtigen Kennzahlen sind alle ganz genau gleich wie davor. Also AFFO, alles getroffen, alles in Ordnung. Ist natürlich auch ein sehr, sehr, ja, kann man sehr gut hervorsagen oder vorhersagen, wie die REITs hier laufen, weil das eben alles so langfristig ausgelegt ist. Ja, der Dividendenyield, der liegt im Moment bei 6,11%, also wirklich sehr hoch, und ist auch historisch relativ hoch. Year over Year haben wir ein Dividendenwachstum von 2,58%, ist jetzt nicht besonders hoch. Die Buyback Yield ist hier negativ, also man schüttet ja immer neue Aktien aus. Das ist aber relativ typisch für einen REIT, also von dem her eigentlich kein Problem. Dann sieht man hier noch die Debt-to-EBITDA-Ratio, also die Schuldenrate zum EBITDA. Die beträgt jetzt hier nach dem Modell über 6, 6,89. Man selber sagt ja, man hat hier so eine Debita-Re-Verschuldung von 5,5, und die möchte man auch unter 6 halten. Und ich würde auch sagen, das ist für so ein großes Unternehmen hier im Immobiliensektor völlig in Ordnung. Also ganz normal für einen REIT. Schauen wir mal auf den Chart. Ich habe dir mal den langfristigen Monatschart, beziehungsweise das sind schon fast 3 Monate, sieht man hier sehr, sehr schön eingeblendet. Und eigentlich sind wir ultra langfristig schon in so einem schönen Trend drinnen, aber laufen jetzt hier oben schon wirklich sehr, sehr lange seitwärts. Ich blende jetzt mal hier meinen Trendkanal ein, um die Geschwindigkeit anzuzeigen. Da sehen wir eigentlich, dass wir jetzt hier in einem schönen Bereich angekommen sind. Aber man muss auch klar sagen, also wir sind hier im Kurs auf Niveau von 2013. Also das ist jetzt ohne Dividende, die wir uns jetzt hier anschauen, das ist nur der Kurs. Und der Kurs ist jetzt auf dem Niveau von 2013. Also wenn wir die Dividende mal ausgeblendet lassen, dann haben wir seit 2013, also seit über 10 Jahren, 0% Rendite gemacht. Null, nichts. Also das muss man schon klar so sagen. Das heißt, wir haben seit 4050 Tagen keine Kursrendite, und das ist natürlich schon wirklich extrem schwach. Also das ist wirklich sehr, sehr schwach. Von dem her ist es vielleicht auch eher nur für Leute geeignet, die wirklich dieses monatliche Einkommen brauchen, diese monatliche Dividende wollen, und dass das denen eben sehr, sehr wichtig ist. Also von der Kursrendite her wird Realty Income nicht die absolute Rakete sein. Da muss man sich dann eben auch irgendwie andere Aktien bzw. vielleicht sogar Sektoren raussuchen.
und nicht jetzt unbedingt die REITs. Schauen wir mal auf Wochenbasis und wir sehen, dass seit Corona eigentlich man sich überhaupt gar nicht so richtig erholen konnte. Auch 2022 in dieser Hochzinsphase hat man jetzt nochmal weiter korrigiert und ist jetzt hier sehr, sehr weit unten im Chart. Deswegen auch hier nochmal diese wichtigen Kurse von 2013 im Moment. Das Tief hatte man hier bei 44 US-Dollar und jetzt im Moment sind wir so bei knapp über 50 US-Dollar, bei denen wir notieren. Hatten jetzt aber zuletzt einen relativ schönen Move eigentlich aus dieser wichtigen Monatsunterstützung raus, der jetzt auch schön korrigiert ist in dieser Seitwärtsphase, die ich hier in Orange mal eingezeichnet habe. Hatten jetzt zuletzt auch diesen Trendwechsel im Tageschart mit dem Sprung über die 54 US-Dollar. Aber jetzt gab es hier doch wieder so einen relativ starken Rücksetzer. Der gefällt mir jetzt wieder nicht mehr so gut. Davor sah das Chartbild eigentlich sehr, sehr bullish aus. Aber jetzt mit diesem sehr starken Abverkauf, das ist natürlich weniger schön. Also da muss sich Realty Income unbedingt sofort stabilisieren. Und also wenn man diesen schönen Boden hier halten will, also wenn wir unter 50, 70, also 50,70 US-Dollar fallen. Das wäre auf jeden Fall sehr schlecht fürs Chartbild und würde das mal kurzfristig weiter eintrüben. Aber ich hoffe oder ich glaube, dass man sich hier auf jeden Fall stabilisieren kann. Grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Unterstützung, die man eh schon angelaufen ist. Wir sind auch immer noch in der wichtigen Unterstützungszone. Das sieht alles eigentlich relativ gut aus. Und angesichts der Zinswende, die jetzt dann ansteht, denke ich auch, dass Realty Income ja mal mittelfristig wieder relativ gut laufen kann, aber langfristig glaube ich, dass Realty Income den S&P 500 auf jeden Fall underperformen wird und deswegen das eher was für Leute ist, die wirklich auf die Dividende jetzt schon akut setzen möchten. Schauen wir uns jetzt mal den ganzen Chart adjustiert für Dividenden an. Und da sieht es auch schon deutlich besser aus alles. Also wir blenden mal jetzt hier diese ganzen Sachen, die ich eingezeichnet habe, davor aus. Da sehen wir, dass zum Beispiel das Corona-Tief, das Vor-Corona-Hoch auch 2022 übertroffen wurde. Und da haben wir auch eine deutlich bessere Performance. Also es sieht dann schon viel, viel besser aus, auch von der Performance der historischen Performance her. Von dem her mit diesen Dividenden gilt natürlich schon interessant, wenn man jetzt hier diesen Einstieg nutzen möchte. Wir legen jetzt hier einfach nochmal so ein Monthly Fib Level an und sehen, dass wir dann auf diesem 61,8er Fibonacci Retracement abgeprallt sind. Also Dividenden adjustiert sieht der Chart nochmal deutlich besser aus wie ohne Dividenden. Und da könnte sich auf jeden Fall ein Einstieg durchaus anbieten. Also für mich auf jeden Fall ein interessanter Dividendentitel. Aber man muss sich eben da wirklich klar sein, dass es ein Dividendenwert ist, der man eigentlich nur ins Depot nimmt, um die monatlichen Dividenden abzugreifen. Und es ist ein langweiliger Bereich, auf jeden Fall, dieser REIT-Sektor im Retail, aber absolut stabiles Ding, also für jeden, der einen defensiven Wert sucht und jetzt so ein bisschen auf diese Zinswende einfach spekulieren möchte, für den ist Realty Income auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Aktie und ich denke, die kann man sich dann auch getrost mal ins Depot legen und einfach mal abwarten. Also wenn man solche REITs oder im Immobiliensektor generell Aktien haben möchte, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um diese Dinge aufzusammeln. Jetzt und nicht in 2 Jahren, wenn dann die Zinsen wieder gesunken sind und ja, die Kurse dann irgendwo hier oben wieder stehen bei 75 US-Dollar. Und da muss man sich auch einfach so ein bisschen am Riemen reißen und diese Antizyklik im Markt einfach feststellen. Und wir haben halt jetzt diese Hochzinsphasen und wir sehen ja ganz klar, also Realty Income waren immer die besten, also es waren immer die besten Chancen in diesen Krisenmodis, hier 2008 um die Jahreswende, die Jahrhundertwende und natürlich in Corona. Also wenn diese Krisenzeiten sind, dann muss man diese REITs kaufen. In diesen guten Zeiten, da waren es immer schlechte Picks und wir sind halt jetzt eben wieder in diesen tiefen Korrekturen angekommen. Also wenn REITs, dann jetzt. Da wird es, ja, so sagen zumindest die Prognosen, wird es ja jetzt die Zinssenkungen geben in Europa. Da stehen die ja jetzt schon aus, wahrscheinlich im Juni sogar schon. Und in den USA wird ja spekuliert, dass dass man anfängt im September zu sinken. Also auf jeden Fall umso früher hier Realty Income die Zinssenkungen bekommt, umso besser ist es ein Investment natürlich dann auch kurzfristig bzw. mittelfristig. Aber langfristig steht eigentlich für mich außer Frage, dass die Zinsen gesenkt werden und das wird auf jeden Fall den Aktienkurs von Realty Income ja boosten. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Realty Income aufgrund seines soliden Geschäftsmodells
Ja, und der finanziellen Stabilität, die die einfach mitbringen, wirklich eine attraktive Wahl ist für Investoren. Und wenn man auf der Suche ist nach einer Möglichkeit, regelmäßig Einkünfte zu erzielen, einfach weil es diese monatliche Dividendenausschüttung gibt und auch gleichzeitig ein leicht wachsendes Unternehmen zu investieren, dann kann Realty Income auf jeden Fall genau das Richtige für dich sein. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine zukünftige Analysen mehr zu verpassen. Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lass mir gerne mal deine Meinung zu Realty Income da, ob du die vielleicht auch selber im Depot hast. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.